Hallo zusammen! Im letzten Video haben wir euch mitgenommen in die trockenste Wüste der Welt, die Atacama. In diesem Video durchqueren wir Peru und entdecken unter anderem den wohl magischsten Ort des Landes, Machu Picchu. Bleibt also dran, nach dem Intro geht's los! Nach einem etwas langwierigen Grenzübergang, bei dem wir ewig in der Warteschleife standen, hatten wir es eilig, danach in die Berge zu kommen. Wüste haben wir ja mittlerweile genug gesehen und so nehmen wir Kurs auf Cusco. Zuerst fahren wir ein kleines Stück an der Küste entlang. Hier ist gerade Peperoni-Erntezeit. Und im Anschluss geht es durch sattgrüne Täler ins Landesinnere. Na, kannst du erraten, was hier angebaut wird? Richtig, es handelt sich um Reisfelder. Diese hätten wir hier am Rande der Atacama auch überhaupt nicht erwartet. Aber kaum verlässt man eins dieser Flusstäler, so dominieren die Wüste und die Trockenheit wieder das Landschaftsbild. Wir sind froh, als wir endlich Arequipa erreichen und hier zumindest ein paar grüne Pflanzen vorfinden. Der eigentliche Plan sah vor, hier klettern zu gehen, das hat leider überhaupt nicht geklappt. Und auch die heißen Quellen in der Nähe haben sich eher als Reinfall entpuppt. Also fahren wir zügig weiter, tiefer in die Berge hinein. So wunderschön wie diese idyllische Berglandschaft auf den ersten Blick erscheint, ist es aber leider nicht. Peru eröffnet sich uns als das Land mit dem meisten Müll am Straßenrand und eigentlich überall an den Orten, die vom Menschen besucht werden. Gefühlt sehen wir zwar alle 2-3 Kilometer ein Schild, das darauf hinweist, dass kein Müll in die Umwelt geworfen werden soll, gelebt wird das hier aber offenbar überhaupt nicht. Meistens sind die Straßen wirklich gut, damit wir aber nicht vergessen, wie sich beschissene Holperpisten anfühlen, hat man Passagen wie diese hier eingebaut. Wenn diese aber überstanden sind und man nicht mehr ständig mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe schlägt, so lohnt sich der Blick nach draußen. Die Berge hier sind nämlich wahnsinnig schön. Und auch wenn es sich hier nicht um den berühmten Montaña de los Siete Colores handelt, so freuen wir uns doch über diese farbenprächtigen Hügel. Da wir uns in der Regenzeit befinden, sollte man natürlich immer ein besonderes Augenmerk auf die Straßenverhältnisse legen. Denn sowohl ein plötzlich auftretender Erdrutsch oder auch große Steine auf der Straße können jederzeit vorkommen. In Kombination mit den Einheimischen, die an den verrücktesten Stellen Überholmanöver starten, ist hier ein besonders wachsamer Fahrer gefragt. Nachdem wir auf dem Camping in Cusco angekommen sind, erkunden wir zu Fuß die Altstadt, die einst das Zentrum des Inka-Reichs war. Bei den ganzen steilen Treppen und Straßen merkt man gleich wieder, dass die Luft auf über 3000 Metern ganz schön dünn wird. Nichtsdestotrotz genießen wir die Spaziergänge durch diese wunderschönen, kleinen, engen Gässchen und Sträßchen sehr. Cusco ist einfach bunt und vielfältig und ständig entdeckt man etwas Neues. Die Stadt ist also wirklich einen Besuch wert. Da wir uns aber in der Regenzeit befinden, werden wir auf unseren Entdeckungstouren häufiger mal nass. Dann sind wir froh, in der Markthalle eine überdachte Spaziermöglichkeit zu finden. Und ansonsten verbringt man die nassen Stunden so, wie man es in Peru am besten macht, in einem Restaurant. Denn die peruanische Küche ist weit über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt. Und das zu Recht. So, wir sind in Peru in der Regenzeit. Das hat durchaus seine Vorteile, weil natürlich viel weniger los ist. Nebensaison, aber es hat auch seine Nachteile, wenn wir uns hier den Campingplatz mal angucken. Haben wir doch eine riesige Schlammschlacht.
wir sind auf jeden Fall gespannt, wie gut wir oder schlecht wir jetzt gleich dann wieder hier rauskommen. Mal schauen, ob wir die Wiese vollends zerstören oder ob was davon übrig bleibt. Von Cusco geht es weiter nach Ollantaytambo. Während es um uns herum immer grüner wird, weisen uns unzählige Schilder auf historische Stätten hin, so wie in Pisac. Hier halten wir jedoch nicht an, sondern versuchen möglichst schnell weiter nach Ollantaytambo zu kommen. Das liegt aber nicht alleine an der Regenzeit, sondern auch daran, dass sobald wir von der Hauptroute abweichen, die Straßen unglaublich eng sind. So gestaltet sich manchmal beispielsweise auch schon die Restaurantsuche für eine Mittagspause als kleine Herausforderung. Und auch als wir über die Hauptzugangsstraße von Cusco kommend in das kleine Städtchen einfahren, erahnen wir, es wird wieder verdammt eng werden. Und wisst ihr was? Das hat sich vollkommen bestätigt. Auf der anderen Seite der Stadt angelangt, finden wir einen großen bewachten Parkplatz, der uns als Ausgangspunkt dient, die Ruinenstadt Ollantaytambo besser kennenzulernen. Auch hier finden wir wieder viele hübsche kleine Seitenstraßen und allerlei Marktständchen. Außerdem kann man von nahezu überall in der Stadt die Ruinen an den steilen Berghängen sehen. Hier entschließen wir uns auch spontan dazu, ein Busticket in Richtung Machu Picchu zu kaufen. Im Gegensatz zum Zugticket ist dieses viel günstiger, bringt dich aber nur bis Hidroelectrica und von dort muss man ca. 3 Stunden zu Fuß nach Aguascalientes laufen. Nach Aguascalientes kommt man übrigens nur zu Fuß oder mit dem Zug. Es gibt keine Straße, die in das Dorf unterhalb der Ruinenstadt Machu Picchu führt. Die Wanderung von Hidroelectrica nach Aguascalientes verläuft durch flaches Gelände und ist nicht besonders anspruchsvoll. Sie führt zwischen den Bahngleisen und den steilen Bergen durch eine schöne Dschungellandschaft. Außerdem kommt man immer wieder an kleinen Verkaufsständen vorbei, wo man sich mit Getränken versorgen oder bei Bedarf auch ausruhen kann. Und so schnell ist er auch nicht. Da sich der Zug schon von weitem lautstark ankündigt und auch nicht besonders schnell ist, entsteht durch ihn keine große Gefahr und man kann ihm mit Leichtigkeit ausweichen. Das ist auch sehr gut, denn es gibt ein paar Brücken zu überqueren, bei denen man dem Zug nicht in die Quere kommen möchte. In Aguascalientes angekommen, verbringen wir dort die Nacht, um am nächsten Morgen so früh wie möglich den Zug zu Machu Picchu nehmen zu können. Und obwohl man sein Ticket zu einer bestimmten Einlassuhrzeit bucht, kann man sich dort auf dem Gelände so lange aufhalten, wie man möchte. Bei der Buchung muss man sich schon für einen Pfad entscheiden, den man auf dem Gelände nehmen möchte, und diesen darf man immer nur weiterlaufen, niemals zurück. Da sich das Wetter aber an diesem Morgen besonders neblig zeigt, ist für uns Geduld gefragt und langsames Vorwärtsgehen.
Im Grunde bleiben wir also häufig sehr lange an einem Ort stehen und hoffen darauf, dass der Nebel sich lichtet und den berühmten Blick auf die Ruinen aus dem 15. Jahrhundert freigibt. Die Stimmung hier in den nebelumwaberten Bergen ist fantastisch, nahezu mystisch und ein bisschen fühlen wir uns wie in einem Märchen an einem magischen Ort. Und das Warten zahlt sich aus. Der Nebel lichtet sich und wir können unser Glück kaum fassen. Mittlerweile können wir nachvollziehen, warum Machu Picchu sich trotz der langen und beschwerlichen Anreise zu solch einem großen Touristenmagneten entwickelt hat. Man spürt förmlich die Magie des Ortes und während wir weiterhin durch die Ruinen wandern, müssen wir immer wieder stehen bleiben, um die Aussicht zu genießen und zu realisieren, welch eine Meisterleistung der Baukunst dieser Ort an solch einem steilen und sehr schwer zugänglichen Berg doch ist. Unweigerlich kommt die Frage auf, was wohl der Zweck dieses Ortes war. Denn darüber herrscht heute noch eine gewisse Uneinigkeit. War dies der letzte Rückzugsort der Inka? Und woher hatten sie ihr großartiges Wissen, das hier zur Geltung kommt? Beim Bau wurde hier einfach alles berücksichtigt. Sowohl die Erdbebensicherheit als auch die Wasserversorgung durch die 16 Quellen ist in der ganzen Stadt sichergestellt. Auch das kleine Städtchen Aguas Calientes ist definitiv sehenswert und es macht Sinn, auch hier einen Tagaufenthalt einzuplanen. Einen Tag später verlassen wir Aguas Calientes wieder zu Fuß, laufen zurück nach Hidroelectrica, von wo aus wir mit dem Bus zurück nach Ollantaytambo fahren. Von hier aus wollten wir eigentlich südlich in Richtung Nazca und danach nach Lima fahren. Aus Ollantaytambo wieder hinauszufahren gestaltet sich als ähnlich spaßig wie reinzufahren. Es ist wieder super eng und Millimeterarbeit ist gefragt. Und außerdem muss man immer ein Augenmerk auf die Motorradfahrer haben, die aus dem Nichts auftauchen und sich einfach immer und überall durchzwängen. Leider endet die Fahrt nach Süden in Richtung Nazca recht schnell. Wir kommen in ein mittelschweres Verkehrschaos und kurz darauf stellt sich auch heraus, wieso. Ein schwerer Erdrutsch hat eine Brücke beschädigt, die nun nicht mehr befahren werden darf. Unzählige LKW stehen vor und hinter der Brücke und die Waren werden per Sackkarre von Hand über die Brücke befördert und in einen anderen LKW umgeladen. Wenn wir aber unseren Ben nicht in Einzelteilen über die Brücke tragen wollen, müssen wir uns einen neuen Weg suchen. Da aber auch andere Straßen betroffen oder viel zu eng sind, bedeutet das für uns mal eben schlappe 700 Kilometer Umweg. Nach dieser Aktion beschließen wir, an der wüstenhaften Küste zu bleiben. Denn die Regenzeit wird noch eine ganze Weile andauern und uns erreichen immer wieder Nachrichten über gesperrte oder kaputte Straßen. Wir übernachten wieder häufiger direkt am Strand und bei dem Versuch, frischen Fisch bei den ortsansässigen Fischern zu kaufen, scheitern wir kläglich. Die lieben Fischer bestehen nämlich absolut darauf, dass der Fisch ein Geschenk ist und wir ihn nicht bezahlen dürfen. Total herzlich, aber natürlich hätten wir viel lieber unseren Fisch bezahlt.
Auf dem Weg nach Lima kommen wir auch an Nazca und den berühmten Nazca-Linien vorbei. Obwohl wir jetzt schon unterwegs einige Geoglyphen gesehen haben, schauen wir uns diese berühmten Linien natürlich auch an. Am einfachsten und unkompliziertesten macht man das über einen Aussichtspunkt, der direkt an der Straße steht. Wer natürlich einen besseren Überblick über das große Ganze haben möchte, der kann sich auch einen Helikopterflug über die Linien buchen. Die Nazca-Linien erstrecken sich über mehrere 100 Quadratkilometer in der Wüste. Trotz zahlreicher Theorien über ihren Zweck bleibt ihre tatsächliche Bedeutung und die Entstehung ein faszinierendes Rätsel. Durch mehrere verschiedene Wüsten- und Oasenabschnitte geht's weiter nach Lima. Moin zusammen. Ja, wir stehen hier gerade mitten in Lima im Club Germania. Und das war ein bisschen abenteuerlich, hier drauf zu kommen, weil wir sind durch die Stadt gefahren und ich war gerade vorne mich anmelden, weil du kannst auch in den Club Germania in Lima als deutscher Passportinhaber 2 Nächte kostenlos auf dem Platz stehen und dir die Stadt anschauen. Das war der Plan. Und bin gerade mich anmelden. Erik fährt mit den anderen, mit der Security, einmal ums Gelände, um durch den Hintereingang reinzukommen. Und als ich vorlaufe zum Tor, denke ich, was fährt denn der Erik da zusammen? Irgendwie, das sieht gar nicht gut aus. Und er kommt gerade so hier rein mit quietschenden Bremsen, kommt er irgendwo zum Stehen, steht total quer auf dem Parkplatz. Und ja, und dann kam auch schon einer und wollte uns erklären, er soll sich gerade da hinstellen in die Parklücke rein. Und ja, sagt er, es geht gar nichts mehr. Irgendwie, wir haben Druckverlust in der Leitung und er kann die Bremsen nicht mehr lösen. Unsere Bremsen haben blockiert und ausschalten ohne Druck lässt sich unser Motor auch nicht. Also standen wir erstmal in diesem piekfeinen Clubgelände hier quer über den Parkplatz und mit laufendem Motor und nichts geht mehr. Ja, wir haben dann gekippt, haben den Motor ausgemacht und haben dann auch schon gleich gesehen, wo das Problem war. Uns ist ein Druckluftschlauch durchgescheuert von der Vibration und da brauchten wir einen neuen, weil das konnten wir nicht so einfach flicken. Wir haben das gestern noch schnell ausgetauscht, uns heute Morgen brav und ordentlich umgeparkt. Jetzt stehen wir hier hinten ordentlich in der Parklücke drin, füllen gerade unser Wasser. Ja, es war erstmal ein bisschen Aufregung hier, aber man muss sagen, dadurch, dass der Mechaniker für uns losgezogen ist, war es doch relativ entspannt für uns. Es ist super heiß, es ist super schwül. Wir haben aber hier Duschen, wir haben einen Pool, den wir mit benutzen dürfen. Also wir hätten es echt viel, viel schlechter treffen können und mussten einfach nur warten, bis jemand sagt, er kann uns das Teil besorgen oder nicht. Das war für uns Glück im Unglück, weil wir hätten auch irgendwo sonst stehen bleiben können und Lima ist nicht überall wirklich sicher. Insofern ja, hat es gerade so gereicht. Toi, toi, toi. Alles nochmal gut gegangen. So, ihr Lieben, nachdem wir unten im Club Germania wieder weggekommen sind, weil wir einen Schlauch bekommen haben und der auch gepasst hat und auch wir Druck aufbauen konnten und wieder fahren konnten, sind wir jetzt zu Carlos gefahren. Das ist etwa 30 Kilometer weiter, ja, aus Lima raus quasi. Und hier haben wir jetzt einen weiteren Werkstattaufenthalt. Aber diesmal nur zum Checken verschiedener Sachen, weil uns so ein paar Geräusche aufgefallen sind, die wir dachten, dass sie vorher nicht da waren. Und wir einfach gucken wollten, dass alles passt, bevor wir weiter in den Norden fahren, wo es ja auch mit der Versorgung der Ersatzteile wieder ein bisschen schwieriger wird erstmal. Ich meine, besser als in Lima kann man nirgends Sachen bekommen. Nachdem wir Lima und die Werkstatt wieder verlassen haben, geht es für uns ein kleines Stück weiter nach Caral. Unterwegs versuchen wir uns immer Übernachtungsplätze zu suchen, die entweder einen Pool oder Meerzugang haben. Diese sind allerdings nicht immer leicht zu erreichen und wer hätte es gedacht, wir müssen öfters mal enge Straßen und Wege in Kauf nehmen.
In der Regel lohnt sich das aber, so wie hier, wo wir auf einer kleinen Obstfarm mit Pool stehen. Und als wir einen Salat hier kaufen, auch noch eimerweise Mangos dazu geschenkt bekommen. Die einstige Handelsstadt Caral wurde um etwa 3000 vor Christus gegründet und ist somit nicht nur die älteste Stadt Amerikas, sondern auch älter als die Pyramiden in Ägypten. Bei einer geführten Tour lernen wir so einiges über die Handelsstadt, die wir dann im Anschluss nach Norden hin verlassen. Hierzu ist eine kleine Flussdurchquerung erforderlich, die in der Trockenzeit von jedem Auto gut fahrbar ist. Jetzt in der Regenzeit kann sie aber stärkere Strömung oder tiefere Auswaschung im Flussbett haben und ein prüfender Blick im Voraus ist da durchaus angebracht. Von Caral aus schlängeln wir uns dann entlang der Küste immer weiter nach Norden in Richtung der ecuadorianischen Grenze. Meistens übernachten wir frei irgendwo am Strand. Hin und wieder ist es jedoch notwendig, in den Dörfern zu übernachten, weil sich sonst nichts Besseres findet. Für uns heute fast unvorstellbar, aber manche Dörfer liegen so weit außerhalb und sind so abgeschieden, dass sie nicht mal ans öffentliche Stromnetz angeschlossen sind und so in der Nacht stockduster bleiben. Hier oben, ganz im Norden Perus, ist das Meer auch deutlich wärmer und wir können häufiger schwimmen gehen. Bei den heißen Außentemperaturen tut das auch so richtig gut. So, wir haben jetzt fast das nördliche Ende von Peru erreicht. Übermorgen geht's über die Grenze. Wir sind jetzt nochmal am Strand angekommen, wo es Schildkröten geben soll. Und total nett, neben uns ist ein Restaurant. Die haben schon extra gesagt, wir sollen uns hier hinstellen. Ja, total toll und sicher und keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht essen wir da heute Abend noch was. Je nachdem, was es gibt. Aber uns gefällt die Ecke hier ganz gut. Und sie ist endlich auch mal ziemlich müllfrei. Das hatten wir jetzt in ganz vielen Stränden in Peru nicht. Insofern bleiben wir auf jeden Fall noch ein bisschen hier, genießen das Meer und die Wellen. Total nett. Wir haben vom Nachbarn hier noch 2 weitere Bretter bekommen zum Surfen, zum Bodysurfen. Das machen wir jetzt schon den ganzen Tag und macht unglaublich viel Spaß. Und wie es aussieht, wenn ein Auto mit Heckantrieb auf Gedeih und Verderb auf den weichen Strand fahren will, sehen wir auch. Aber wir sind ja nicht so und helfen natürlich beim Ausbuddeln. In Ecuador herrscht seit Januar Ausnahmezustand und die Einreise über Land ist ein wenig schwierig. Bevor wir uns also den Grenzstress antun, beschließen wir noch ein paar letzte Tage in Peru zu genießen. Seid auf jeden Fall mit dabei, wenn wir im nächsten Video in Ecuador den Äquator überqueren und im Dschungel nach Bären suchen. Abonniere dazu am besten unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Wenn dir unser kleines Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und einen Kommentar von dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.